Gefahr. Ich hab den mal mit Loctite, glaube ich, eingesetzt. Ja, hast du Wie das man gemacht? merkt. Oh, dieses Geräusch, sehr erlösend. Was ist hier los? Warum piepst das hier? Und wenn dieser scheiß Draht jetzt abbricht, dann brechen wir das Projekt doch ab. Da ist das Ding. Heute geht es endlich um den ABS-Sensor. Wie lange haben wir gewartet? Bestimmt 2 Wochen, oder? 3 Wochen, glaube ich. Ja, okay, aber der liegt schon seit einer Woche hier. Wir haben es einfach nicht geschafft. Da ist er. Und er war auch gar nicht so teuer wie gedacht. Glaube ich. Also ich glaube, er hat irgendwie 100 € oder so gekostet. Standard-Move. Alter, ich weiß nicht, wie viele Szenen es gibt, wo ich so einen leeren Kollegen auspacke. Ich habe geguckt, ob es der richtige ist, Alter. Frisch aus Japan eingeflogen. Ja. Sollen wir da könnten wir jetzt eigentlich mal den Widerstand messen. Bei dem einen hatten wir ja Widerstand 0, ne? Ja. Machen wir das mal kurz. So, und der Widerstand ist, tada, guck, 1,19 Ohm, Kiloohm. Jetzt habe ich gerade Kontaktproblem, so jetzt. Das ist der Widerstand, 1,19 Kiloohm. Und ich hatte euch gesagt, dass es auch sowas gibt wie, dass man hier das Oszilloskopsignal sichtbar machen kann, diese Sinuskurven. Das machen wir jetzt. Gehen wir hier auf Spannung, Channel 1, Spannung. Und wenn wir jetzt hier dran drehen, warte, möglichst nicht am Reifen kommen. Ne, du bist zu klein dafür. So, wenn wir jetzt daran drehen, dann siehst du, erzeugt dieser Sensor eine Spannung. Und jetzt drehe ich das gerade nur mit Handgeschwindigkeit, aber eben, wenn ich das sehr schnell drehe, dann wird die Spannung höher und somit erkennt der Sensor eine Raddrehzahl bzw. das Steuergerät. Ja, gut. Ich baue das jetzt mal zusammen und dann geht's auf Probefahrt. Ah, Alter, das war diese Katastrophe hier, wo meine Hände nicht reinpassen. Oh, meine Hand. Oh, dieses Geräusch, sehr erlösend. Kühlwasser. Ein bisschen auffüllen. Öl. Guck mal, ist so neu, dass man es einfach nicht sieht. Da ist Ölstand. So ein Schluck Wasser hier rein. Das ist der guten Ajib-Tankstelle. Letztens hat einer gesagt, die habe ich geklaut, aber die ist nicht geklaut. Wir hatten damals hier vorne, das war eine Ajib-Tankstelle. Alex, meinst du, ich kann damit auf Probefahrt? Wenn ich mich traue. A und O, Feuerlöscher mitnehmen. Alter, weißt du, wie schnell du irgendwie eine Kraftstoffleitung irgendwie ein bisschen undicht ist oder ein O-Ring, ich hab's doch schon selbst gesehen, das tropft auf den Krümmer, hast du Feierabend, ey, da brennt die ganze Bude. Feuerlöscher ist einfach, muss, Alter. Und ich meine, der Eimer müsste mal gewaschen werden, oder? Sieht nicht so schön aus. Läuft der auch gleich, Alex? Ladeluftkühler rein, Wasser rein, Öl rein, Batterie rein und dann müsste der anspringen. Müsste. Gut, komme ich auf Probefahrt. Ich bin mal gespannt, also das ist ja der Hauptgrund, warum wir das hier gemacht haben. Geht die Lampe aus? Wenn nicht, müssen wir weitersuchen. Aber schon sehr, sehr verdächtig gewesen. Müsste hier. Jo. Oh, ist wieder an. Ah, wieder aus. Was? Du hast dein Handy vergessen. Ah, danke schön, ja. Voll. Was ist hier los? Warum piepst das hier? Ah, war der Rückwärtsgang? Ekelhaft. Wie so ein OPS-Auto. Gefahr. Ja, das Auto hat bereits eine Einfahrmap. Also hat aber nichts auf Ladedruck eingestellt. Also
nur auf Dosendruck. Das heißt, bei 1 Bar macht die Kiste eh schon auf. Ne, wir gehen jetzt noch ein bisschen abstrahlen und dann gucken wir mal gleich, ob der andere Haufen anspringt. Beim Rückwärtsfahren so. Rückwärtsfahren bei einem Auto noch nie gehört. Oh, ich wollte schon wieder blinken, Alter. Wischer anmachen. Da bin ich aber glücklich, dass das endlich fertig hier ist, ey. Was hast du in der Fahrschule gelernt? Nach der Waschstraße erstmal Bremse, frei bremsen. Wurde mir so damals beigebracht. Daran erinnere ich mich jetzt nicht. Ich auch nicht, Alter, unlogisch. Aber läuft sonst gut der Eimer, ne? So ruhig alles. Außer das ist aber hinten das Material, was noch da rumliegt. Aber der hat keine Rückzugsbank drin. Ja, ja. Oh, ich wäre fast über Rot gefahren. Tschüss, wer macht da Stau? Und du meinst, wir sollen das Ding nur so in der Waschmaschine ein bisschen waschen und dann wieder... Das Problem ist halt, dass der Reiniger überall reinfließt, ne? In alle Lagerstellen, in alles. Verstehst du, da unten ist ja ein Kugellager drin, ne? Und wenn das da reinfließt, dann hast du das Problem, dass das vielleicht auch anfängt zu rosten oder so. Ja gut, ich fahre dir jetzt sowieso. Meinst du nicht mit dem Öl, wenn ich da gut Öl durchjag, dann reicht das? Ich meine, wenn der von dir sauber zurückkommt, wird er sowieso zusammengebaut und dann richtig schön gefahren. Die Sachen liegen alle daheim. Wir versuchen das so gut wie es geht abzudecken, dich zu machen, dass wir nur, du willst nur das Gehäuse ein bisschen. Aber das wird nicht mehr richtig sauber, das wird nur ölfrei, ne? Ich weiß, darum geht's. Okay. Ja, ja, ist klar. Darum geht's nicht. Mach ich. Wunderbar. Ich sag mal am Tag so 2, 3 Leute, die einfach so kommen und sagen, hi, wie geht's? Wollt mal gucken, wie es aussieht. Finde ich auch super nett, aber ich muss arbeiten. Bevor wir Motostart machen, brauchen wir erstmal einen Kaffee. Shikasubi Coffee. Natürlich, dazu selbstverständlich. Hier ist mein kleiner Vorrat. Was willst du haben, Sarah? Mir Poche. Pochoy? Erklär den Leuten mal, was Pochoy heißt. Das ist scheißegal. Pochoy. Wir müssen gucken, was uns nicht Pochoy ist, wie der Eimer jetzt gleich hier läuft. Dieses wunderschöne Auto. Alex, Turbolader, hinten die Ölleitung alle fest? 100%? Ja. Okay. Dann sind wir doch mal gespannt, okay? Stell uns mal hier hin, ja? Ach, was ihr übrigens nicht wisst. Eben habe ich noch mit Dominik gefilmt, dann musste Dominik wieder nach Hause und dann hat er gesagt, scheiße, wir haben so wenig Filmmaterial. Ich habe gesagt, ist kein Problem, machen wir das selber, ist genauso gut, als wenn er mit seiner 10.000 Euro Kamera filmt. Habe ich recht? Ganz genau. Guter Verstärker. Kurbelwellensensor ist ab? Ja. Ist da ein komisches Geräusch? Nö. Mach nochmal. Okay, hört sich gut an. Kannst du stecken.
Klasse, Alter. Richtig ruhig. Mach mal so 2, 3 Gasstöße. Ast rein, Alter. Yeah. So. Kritische Stellen untersuchen. Hab ich schon geguckt? Bisschen Dampf aufsteigen ist normal, dann die ganzen Reinigerzeug. Der Motor ist gebaut so für 450, 500 PS, hat größeren Lader bekommen, aber ich glaube, der Kunde will mit der Zeit upgraden hier, Ladeluftkühlsystem und alles so weiter. Aber Motor ist jetzt erstmal standfest. Boah, wir sind hier am Sterben, guckt euch das an. Ich muss erstmal Tor aufmachen und dann, weil es ist immer so, guck mal, die Autos kommen ja immer zu uns mit Motorschaden. Und in der Regel bei so einem Motorschaden kommt immer irgendwie Öl in ein Abgassystem und so weiter. Und deswegen qualmt das Ding jetzt so uns die Bude hier voll. Weil das alte Öl, was eben in Auspuff nach dem Motorschaden gekommen ist, weil das Plol einfach durch die Decke geflogen ist oder sonst wohin, muss jetzt erstmal verbrennen. Ja, okay. Wir machen gleich nochmal Meldung. Dann einmal ein Blick unter die Kulissen hier, ob das alles dicht ist. Alex lässt hier noch gerade Ölfilter und Öl ab, denn das machen wir immer so nach 5 Minuten laufen lassen. Mal einen Ölwechsel. Das dient dazu, dass wir so Partikel, die eben beim Motorbau entstehen und die einfach nicht zu vermeiden sind, weil wir nicht in einer, keine Ahnung, einer Reinkammer arbeiten, dass wir die sofort rauskriegen. Öl ist demzufolge noch wie neu. Oh. Sieht gut aus. Und auch alles dicht. Hier die ganzen Schellen und Schraubverschlüsse. Das ist immer kritische Sache. Und hier hinten vor allem beim Turbolader. Ne, Alex? Seitdem ich die richtigen Anschlüsse bekomme, immer funktioniert alles. Ja, wir hatten eine Zeit lang so scheiß Turbolader, da waren tatsächlich diese Flansche undicht von diesen Adaptern. Wie oft ist undicht nach dem Motorbau? Ja, im Idealfall gar nicht. Also, ich sag mal, ganz zu Anfang, ganz ehrlich, war das schon öfter, so sagen wir mal, aber jetzt, toi toi toi, gut alles. Ey. Okay, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Morgen erstmal. Ich habe mir gerade mein Mikrofonhalter kaputt gemacht. Seht ihr? Das muss eigentlich so da dran und dann kommt das Mikrofon in diese Schlaufe rein. Abgebrochen einfach. Ich muss das irgendwie reparieren. Manche kriegen das geschweißt. Diesen dünnen Draht da dran so geschweißt. Also wenn ihr jetzt schlechten Sound habt, kann ich nichts dafür. Boah, das muss so ein mini Schweißpunkt werden. Amateurfehler. Richtigen Schweißgerät. Da war Kunststoff noch drunter. Siehst du, da war eine kleine Kunststoffkappe drunter. Ah, heiß. Komisch, muss das warm. Können wir es noch zusammendrücken? Es ist miteinander verklebt, verschmolzen. Siehst du das Problem? Warte kurz. Da, verschmolzen. Da war noch so eine Kunststoffding drunter. Aber das braucht ja... Oh. Hm. Ah, ich habe es aufbekommen. Komm, wir machen einen ultimativen Test. Oh, ist noch ein bisschen heiß. Habe ich es in der richtigen Position? Wenn ich so anbringe, dann müsste das Mikro ja eigentlich nach oben sein. Das bedeutet, ich müsste den Draht jetzt drehen. Und wenn dieser scheiß Draht jetzt abbricht, dann brechen wir das Projekt doch ab. Wenn alle Leute das sehen, dann werden die sich immer an das Video erinnern. Ich muss sagen, dass dieses Loch ein bisschen zu klein ist. Ich nehme jetzt von Frau die Haarklammer. Nachdem wir elegant versagt haben beim Bau des Mikrofons, hoffen wir, dass wir bei diesem Umbau jetzt nicht versagen. Ich will euch was zeigen, was vielleicht auch für den einen oder anderen Nicht-Subaru-Menschen interessant ist. Und zwar kam ein Kunde her und hat gesagt, hier sind die wunderschönen RCM-Kolben. Sehen so aus. Das sind Omega-Kolben.
Schicke Schmiedekolben aus England. Und das ist mein Motorblock. Das ist ein Motorblock der alten Baureihe. Die alte Baureihe hat das Problem, dass das Endlager auf Position 3 ist. Das sind so, also das ist nicht das Endlager, sondern das Hauptlager, das Hauptführungslager. Hauptlager bezeichnet man die Lager, die quasi, oder das Führungslager bezeichnet man dann, das, was die Kurbelwelle axial führt. Das ist die Kurbelwelle dazu. Hier kommt das Führungslager rein und das führt. Wenn ich jetzt dieses Führungslager hier hinten montieren will, das ist ein alter Block, das ist ein neuer Block, das ist ein alter Block. Wenn ich das jetzt hier montieren will, passt es da nicht rein. Hier passt rein, weil hier sind diese Fräsungen dafür. Bei dem alten ist es auf Position 3, passt hier rein, hier passt nicht rein. Ja, jetzt hat der Kunde nicht darüber nachgedacht, dass er Kolben gekauft hat, die gar nicht für seinen Motorblock passend sind. Denn diese sogenannten Stroker-Kolben kann man nur in Kombination einer Stroker-Kurbelwelle. Stroke ist Hub, also einer Kurbelwelle mit mehr Hub. Denn mit dieser Kurbelwelle und diesem Kolben kommt man von 2 Liter auf 2,1 Liter in etwa. Nein, also dies mit der Hubraumerweiterung, also mit dem Stroker-Kit und den anderen Wellen, das kenne ich jetzt persönlich nur von Subaru so, dass man da das Hauptlager umarbeiten kann. Aber ist natürlich eine Herausforderung, das ordentlich zu machen. Unsere Aufgabe ist jetzt, diesen Motorblock auf das Endlager umzubauen. Quasi, damit wir das hier verwenden können und hier hinten drauf montieren können. Das machen wir jetzt. So, ganz entspannt in der Timelapse habt ihr gesehen, was wir da so getrieben haben. Und jetzt haben wir gerade mal 2 Lagerschalen vorne hinten reingemacht und haben mal getestet, ob das passt. Position der Kurbelwelle sieht schon mal gut aus, weil wir können ja entscheiden, wohin die Kurbelwelle wandert. Und hier sieht man, dass so der Abschluss der Kurbelwelle ziemlich bündig mit der Lagerschale ist. Und jetzt drehen wir mal die Kurbelwelle. So. Okay. Sie dreht einfach frei durch, schon bei 1,28 Newtonmeter. Ja, Ast rein. Mega. Guck mal von hier hinten. Das hat gut geklappt. Ja, im nächsten Schritt werden wir jetzt die Hälften in die CNC packen. Dann spinnen wir die Zylinder aus, weil wir müssen 5/10 rausholen. Und dann holen wir noch den Motor. Und dann wird Alex den Motor morgen zusammenbauen. Endet das Video jetzt oder haben wir da schon ein Ende? Oder? Okay, dann ist jetzt gerade Sequenzende, ja? Wir haben eben übrigens gerade den Livestream beendet, war total lustig. Wo? Ha! So. Wie machen wir das eigentlich, Alter? Wie sollen wir das jetzt mit den schicken Sachen hier anpreisen? Wie sagst du denn das jetzt so in die Kamera? Okay, also, ich habe Überraschung für euch. Wie versprochen gibt es jetzt Nuss-Tostate, die ich so schön beim Porsche-Motor zerlegen ins Ohr geschmatzt habe euch. Und einmal unbehandelte. Das sind geröstete und das sind einmal Natur. Und Lutti favorisiert. Welche favorisiert ihr? Also ich finde die Tostate mega. Natur ist aber auch top. Und weil ich es euch versprochen habe, gibt es wieder Pistaziendita. Hier haben wir eine Geschmacksänderung gemacht und haben das umgenannt in Pina. Hier ist nochmal ein Ticken mehr Nussanteil drin. Eskalation. Wirklich, also Pina ist heftig geworden. Sowohl auch Lutti. Pina, Lutti und Pistaziendita ist jetzt voll am Start und ist auch im Shop, allerdings begrenzt. Denn wir kriegen von Pistaziendita aktuell keine frischen Pistazien mehr. Und ich will nicht auf irgendwelche Pistazien von anderen Ländern gehen. Ich will nur die aus Bronte haben und die kriegen wir aktuell nicht an Land. Deswegen, ich glaube, was hat Salvo gesagt? Wir haben jetzt, ich denke mal, 250 Sets
Sets circa auf Lager und dann nochmal ein paar einzeln. Also sage ich nur eins, wer Bock hat auf das feinste Gebäck von Subi Performance, seid schnell, gönnt euch zum Shop und haut auf jeden Fall Feedback raus. Das interessiert uns immer, wie es euch geschmeckt hat. Danke, ciao. Öl ist endlich da. Ich habe euch ja gesagt, wir haben das Motul Supra Grind getestet, aber das hat nicht so gut harmoniert mit unseren hohen Köpfen. Boah, ich muss mehr Sport machen. Mit unseren hohen Steinen. Die haben sehr schnell, sind die gestorben und mir hat die Oberfläche doch nicht ganz gefallen, vor allem als das verschlissen war. Und das war das Öl, was wir auch vorher drin haben, kostet 2000 €, das Scheißfass. Und jetzt kippen wir das da rein. Zucker! Oh. Da ist das Honigöl. Siehst du, sieht noch aus wie Gold. Boah, da war so ein Stahl. Oh. Was machen wir jetzt? Porsche weiter zerlegen? Ja. Heute? Nein. Nein. Oh, Dieter. Dominik, wie war dein Tag? Relativ entspannt, mein Chef war den ganzen Tag nicht im Büro. Ich war heute den ganzen Tag an der Hohnmaschine, hab gespielt. Ups. Mit meinem neuen Hohnkopf. Und das Ergebnis ist absolut Deluxe. Was ist das? Was macht man damit? Du bist Profi. Bestimmt schon ein paar Videos erzählt. Schleifbürsten, Und warum machen wir diese Bürsten? um einen Finishing-Touch zu machen. Boah, das sogenannte Plateauhohn. Alter, jetzt machen wir gerade mal die Braschis drauf. Seht ihr hier? Da sind so Haken. Die setzt man hier so rein. Und dann gibt es ein ultimatives Spezialwerkzeug, was dabei geliefert worden war. So ein Haken. Und dann nimmst du so den Haken und hakst das hier so dahinter ein. Katastrophe, ne? Wenn ich dir sage, dass der Kopf 12.500 € gekostet hat oder Wie so. viel? Mit den Leisten irgendwie 12,5. Das Ding da. Ja, also das hier, ab hier, dieses Stück runter. Das ist schon Herzschmerz, Alter. Aber das Ergebnis ist sowas von brutal. Guck dir mal den Kreuzschliff an. Das ist sogar kein Boxermotor. Ja, es ist ein, was ist das eigentlich? denn? Nissan-Motor, ne? Ja, ich kann dir sagen, von was es ist. Von Silvia, ne? Ja. Ha! Das war so, ich kenne mich nicht mit den Automodellen so richtig aus. Wankelmotor, nein. Nee, wir können alle Zylindermotoren holen von 60 bis 120 mm Durchmesser. Hundschliff ist der, oder? So, nachdem ich das ein halbes Jahr später hier alles reingetüttelt habe, können wir das sogenannte Plateauhohn machen mit diesen Bürsten. Und jetzt ist die Oberfläche, wenn man so fühlt, massiv, also wirklich so, das waren jetzt 1000 Einfahrkilometer. Diese Kanten von den Spitzen des hohen Schliffs sind jetzt geglättet. So, jetzt müssen wir da vorne hin, denn wir haben einen hohen Besuch da. Alter, was macht ihr da? Wir machen seinen Griff kaputt. Alter, mach meinen Griff nicht kaputt. Ich hab den mal mit Loctite, glaube ich, eingesetzt. Ja, hast du das machen gemacht? Ey, aber was macht ihr denn da? Ich muss den Griff auf den... Spannt den doch bitte in den Schraubstoff hier ein. Jetzt kommst du, ne? Jetzt, wo wir die Arbeit gemacht haben. So, alles Der muss man, hält. alles muss man, reingesetzt? muss man selber hier heutzutage machen. Guck mal, das ist vom lieben Heino aus Kenia. Guck mal, der Salvo bringt sein eigenes Werkzeug mit. Wir haben nichts hier. Ja, mein kleiner Dumm. Neue Prüfung ist schon. Aber wie konntest du das machen ohne das? Espresso ist super. Dazu jetzt noch ein bisschen Nuss von Salvatore. Das ist Vorratsschrank. Das weißt du, was das ist? Das sind die ganzen Retouren, die wir nicht wiederverkaufen, weil die irgendwie eine Woche bei UPS irgendwo lagen, weil irgendwie manche Leute ihre Sachen in diesem UPS-Center nicht abholen kommen oder so. Falls sie mal zu Hause nicht angetroffen werden. Hast du dir schon eine neue Kreation für Gebäck ausgedacht? Neue Kreation. Ja, wir können was Neues machen. Die haben immer gute Ideen. Oh, da kommt eine Spedition. Was erwarte ich? Ich erwarte meinen neuen Waffentresor. Das könnte der sein, Alter. Hier hingeliefert. Ja, weil wir haben ja gedacht, hier ist Stapler. Die können wir gut ausladen. Wenn der bei mir nach Hause in den Wald kommt, dann gucke ich den an und dann kriege ich es hier überhaupt nicht hin. Wow, wie hübsch sie doch wieder ist. Mit deinem kleinen Dinosaurierkopf. Guck mal, so ein Dackel ist wie ein Dinosaurier, weißt du, mit den Pfoten so.
Ja. Kleine Königin. Der hat 100% Suri-Performance gesucht und findet das nicht, weil da nur komische Subaru an der Wand steht. Okay, Salvo, danke. Danke Wir dir. sehen uns gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Gut. Siehst du, haben wir doch heute schon wieder was geschafft. Hast du ein paar Minuten Video-Content wieder gesammelt. Jetzt machen wir morgen noch was und dann haben wir für Sonntag wieder ein Video. Richtig. So, wir können jetzt eigentlich filmen, wie wir hier diese ganzen Kartons zu Boxen packen, ja? Willst du das heute machen? Nein. Machen wir morgen. Okay. Komm, mach schnell, der Pizzamann ist da.